Konsolengaming ist super konservativ geworden. Und dabei waren es doch wir, die Gamer, die vor 30 Jahren an der Spitze der Technik und digitalen Innovationen standen. Und heute, ja, das sind wir das Schlusslicht. Du erinnerst dich sicher noch an die Tage, als wir in einen Laden spaziert sind und uns das neueste Game geholt haben. Und dann dieses coole Gefühl, wenn man die Disc in Händen hält und dann auch noch das druckfrische Handbuch durchblättert. Ja, für viele von uns ist diese Erinnerung noch sehr lebendig. Naja, wahrscheinlich deswegen, weil es gerade erst gestern passiert ist. Und das, obwohl die Gaming-Welt sich schon längst weiterentwickelt hat. Laut Statista wurden in Deutschland im Jahr 2022 unglaubliche 97% aller PC-Spiele digital als Download verkauft. Dagegen sieht es bei Konsolenspielen ganz anders aus. Da lag der Anteil bei nur 37%. Das ist schon ein ziemlich krasser Unterschied. Es ist so, dass die PC-Spieler fast vollständig den Sprung zur digitalen Distribution geschafft haben, während wir Konsolenzocker uns immer noch an diesen Discs festklammern. Was denkst du, woran das liegt? Vielleicht sind wir im Konsolen-Gaming-Bereich so verliebt in Traditionen, in Nostalgie oder ist es einfach nur Gewohnheit? Aber da gibt's noch mehr. Und genau das will ich heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Nehmen wir mal mein Lieblingsspiel Final Fantasy VII Remake als Beispiel. Als die Special Edition auf den Markt kam, konnte ich einfach nicht widerstehen. Da war einfach dieses besondere Gefühl, eine feste Box in Händen zu halten. Aber wenn ich ehrlich bin, lade ich meine Spiele eigentlich schon am liebsten doch herunter. Ganz einfach, es ist super bequem. Keine Discs, die überall herumliegen, keine Angst, dass sie zerkratzen oder verloren gehen und das Allerbeste, ich kann sofort losspielen. Und wer du sagst jetzt, aber Frau Pixel, wenn ich ein Spiel herunterlade, dann gehört es mir doch nicht wirklich, ich kaufe doch nur eine Lizenz, um es zu spielen. Dann hast du wahrscheinlich einfach noch nicht mein Video zu diesem Thema gesehen, was du dringend nachholen solltest. Und mal ganz so nebenbei gefragt, Team Download oder Team Disc? Würde mich interessieren, was du so als Vor- und Nachteile da siehst. Also ab in die Kommentare damit. Aber jetzt mal zurück zur ursprünglichen Frage. Warum ist Konsolengaming so konservativ? Wir Gamer waren doch mal die Rebellen. Wir waren die Ersten, die sich auf das Abenteuer des digitalen Spielens eingelassen haben. Wir haben was Neues ausprobiert und wir waren da auch stolz drauf. Aber irgendwie hat sich das alles verändert. Trotz all der coolen neuen Möglichkeiten, die digitale Spiele bieten, hängen wir immer noch an unseren Discs. Wir scheinen uns da irgendwie zurückzuhalten, während der Rest der Welt weiterzieht. Und ausgerechnet wir, die wir mal Vorreiter waren, sind jetzt so vorsichtig. Wir haben damals das Gaming gefeiert und alles Neue geliebt. Und jetzt halten wir an dem fest, was wir seit 20 Jahren kennen. Und irgendwie ist das unlogisch, finde ich. Wenn man jetzt mal auf das vergangene Jahrzehnt zurückblickt, lässt sich eine dramatische Veränderung in der Art und Weise erkennen, wie wir Medien konsumieren. Musik-CDs haben ihren Platz für Spotify geräumt, DVDs sind von Netflix und Co. abgelöst worden und Bücher werden nach und nach durch E-Books ersetzt. Außer in Japan, die stehen da irgendwie total auf Bücher und Bargeld und Spiele-Discs. Sind wir vielleicht Japaner? Naja, auf jeden Fall in der Welt der Videospiele, besonders wenn wir über Konsolen sprechen, sind wir definitiv noch auf einer nostalgischen Zeitreise. Es könnte ja sein, dass wir Menschen einfach Gewohnheitstiere sind. Seit den Anfängen mit Spielen wie Pong oder Space Invaders haben wir uns ja daran gewöhnt, Spiele auf Cartridges, Disketten, Kassetten, CDs, DVDs und Blu-ray zu spielen. Und es ist einfach das, was wir kennen und womit wir uns wohlfühlen. Aber es steckt da sicherlich noch mehr dahinter. Jetzt überleg doch mal, wie es auf dem PC-Markt aussieht. Hier haben Gamer doch schon lange den Sprung ins Digitale gewagt. Und warum, kann ich dir genau sagen. Weil Steam so verdammt genial ist. Steam wurde 2003 von der Valve Corporation ins Leben gerufen und die haben den digitalen Vertrieb von Spielen in rasantem Tempo revolutioniert. Von einer einfachen Plattform für Patches und Updates von Valve-Spielen hat sich Steam wie eine Rakete zu einer vollwertigen Plattform für den Vertrieb von Spielen entwickelt. Die Art und Weise, wie wir PC-Spiele kaufen, installieren und aktualisieren, hat sich damit grundlegend verändert. Und das Resultat war ein Riesenerfolg.
2 Jahrzehnte später ist Steam die größte digitale Vertriebsplattform für PC-Spiele. Valve berichtet, dass Steam im Jahr 2022 über 120 Millionen aktive Nutzer pro Monat hatte. Das entspricht mehr als der Hälfte aller PC-Spieler weltweit. Und die Plattform wächst weiter. Laut Statista wurden 2021 mehr als 10.000 neue Titel auf Steam veröffentlicht, was die Gesamtzahl der verfügbaren Spiele auf über 50.000 erhöht. Aber es ist ja nicht nur die Masse an Spielen, die Steam so attraktiv macht. Es ist einfach, weil diese Plattform so viele krasse Funktionen bietet, die über den einfachen Kauf und Download von Spielen hinausgehen. Und solche Features wie Nutzerbewertungen, Communities, News, Cloud-Speicher, automatische Updates und so weiter werden auch massiv genutzt. Diese Funktionen tragen dazu bei, dass eine Community um die Plattform herum geschaffen wird, die eben über das bloße Spielen hinausgeht. Diese Zahlen und Funktionen könnten erklären, warum PC-Spieler so bereit sind, den Sprung ins Digitale zu wagen. Sie haben sich einfach an die Bequemlichkeit des digitalen Kaufs von Spielen gewöhnt. Die große Auswahl, die ständigen Rabatte und Angebote. Und sie sehen auch keinen Grund, zu physischen Kopien zurückzukehren. Vor mehreren 100 Jahren, als die USA noch in den Kinderschuhen steckte, hat man Europa als The Old World, also die alte Welt, bezeichnet, die eben traditionell ist und konservativ. Und ja, das Thema mit den Discs hier ist irgendwie diese alte Welt. Und komm jetzt bitte nicht mit PS5 und Series X sind das Neueste der Technik auf dem Markt. Ja, das sind sie, aber das ist nicht das Thema. Also, obwohl Sony, Microsoft und Nintendo alle ihre eigenen digitalen Vertriebsplattformen haben, den PlayStation Store, den Xbox Store und den Nintendo eShop, unterstützen sie nach wie vor massiv den physischen Vertrieb von Spielen. Und das tun sie auch aus gutem Grund. Laut Statista machten physische Spiele im Jahr 2020 noch 45,8% des gesamten Videospielemarktes in den USA aus. Wenn man jetzt PC-Gaming und Konsolengaming zusammen betrachtet, das ist fast die Hälfte des gesamten Marktes. In Deutschland wurden im Jahr 2022 zum Beispiel 63% aller Konsolenspiele als physische Kopie verkauft. Das zeigt eben, dass trotz des hohen Aufkommens der digitalen Distribution eine große Anzahl von Spielern immer noch am Kauf von physischen Spielen hängt. Das liegt einfach daran, dass physische Spiele eine greifbare Verbindung zum Gaming-Erlebnis bieten. Wenn du eine Disc kaufst, bekommst du ja mehr als nur das Spiel selbst. Du bekommst ein haptisches Erlebnis, hast etwas in der Hand, das du anfassen kannst, das durch ein Download-Spiel nicht wirklich reproduziert werden kann. Du kannst physische Spiele in deiner Sammlung aufbewahren, sie mit Freunden teilen und sogar weiterverkaufen, wenn du sie dann eben nicht mehr brauchst. Es geht dabei aber nicht nur um Nostalgie und Sammelleidenschaft. Physische Spiele bieten auch einige praktische Vorteile. Sie benötigen keinen Internetzugang zum Spielen, obwohl, naja, die meisten schon, weil viele moderne Spiele ja dennoch Updates und Online-Verbindungen erfordern. Und schließlich können physische Spiele auch als Geschenke oder Sammlerstücke dienen, insbesondere bei Specials oder eben Collectors Editions. Und mal ernsthaft, so eine Box macht halt als Geschenk auch einfach mehr her als so ein Happy Birthday, hier hast dein Code. Die Konsolenhersteller sind ja nicht dumm. Sie haben diese Präferenzen erkannt und ihre Strategien entsprechend angepasst. Und eben weil noch viele Gamer an den Discs hängen, bieten sie weiterhin physische Spiele an, während sie gleichzeitig, weil wir erinnern uns ja, sie sind ja nicht dumm, ihre digitalen Angebote aber ausbauen. Sony und Microsoft haben ja auch Konsolenmodelle ohne Disklaufwerk auf den Markt gebracht. Die PlayStation 5 Digital Edition und die Xbox Series S, die aber noch nicht wirklich so erfolgreich waren. Die Konsolenindustrie versucht also, das Beste aus beiden Welten zu bieten, um den unterschiedlichen
persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Und obwohl der Trend eindeutig in Richtung digitaler Distribution geht, ist es unwahrscheinlich, dass physische Spiele in naher Zukunft, also jetzt mal so innerhalb der nächsten Jahre gesprochen, vollständig verschwinden werden. Microsoft hat beispielsweise mit dem Xbox Game Pass einen mutigen Schritt in Richtung einer digitalen Zukunft gemacht. Aber die Old World und so, viele sind immer noch skeptisch gegenüber Digital Only. Es gibt immer noch die Sorge, was passiert, wenn die Server abgeschaltet werden. Aber naja, dieses Problem betrifft halt auch physische Spiele auf Disk. Also ist das kein wirkliches Argument gegen Download-Spiele. Und auch immer mehr Spiele erfordern Day-One-Patches und Online-Verbindungen, um richtig zu funktionieren. Stichwort Cyberpunk 2077 und so. Und das bringt uns zur größten Ironie von allen. Während wir an unseren physischen Spielen festhalten, bewegt sich die Gaming-Welt immer mehr in Richtung Online-Verbindungen und digitale Inhalte. Das bedeutet, dass auch wenn wir eine Disk besitzen, wir sie vielleicht eines Tages gar nicht mehr spielen können. Disk und Download ist ja mal das eine Thema. Aber jetzt mal ein kompletter Mindblow. Wenn Disks wie Schallplatten oder Musikkassetten sind, dann sind Download-Games die MP3s. Und mal ehrlich, verwendest du noch MP3s, um Musik zu hören? Oder doch Spotify oder Apple Music? Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära im Gaming. Eine Ära, in der wir weder auf Discs und Cartridges angewiesen sind, noch auf Download-Spiele, sondern auf Abo-Modelle und auf die Cloud. Eine Ära, in der wir Spiele nicht mehr besitzen, sondern von überall auf sie zugreifen. Es mag uns vielleicht ein wenig beängstigen, aber ich finde das Thema auch unglaublich spannend. Genau wie wir heute Musik auf Spotify streamen und Filme auf Netflix schauen, werden wir in der Zukunft unsere Spiele streamen. Und bitte nimm jetzt nicht das deutsche Internet als Gegenargument. Das wäre wirklich so, als würde man sagen, Ferrari sollte kein neues Modell rausbringen, weil es in der Wüste keine Autobahn gibt. Wir sind da wirklich das Schlusslicht. Aber auch das wird sich irgendwann weiterentwickeln. Wir werden in der Lage sein, jedes jemals erschaffene Spiel sofort und überall zu spielen. Und das Krasseste daran: wir werden nicht mehr an Konsolen oder PCs gebunden sein. Wir werden unsere Spiele auf unseren Handys, Tablets und wer weiß, was da noch alles kommen mag, spielen können. Klar kann es passieren, dass Hersteller pleite gehen und ein Spiel nicht mehr verkauft wird. Klar kann es passieren, dass Lizenzen auslaufen und nicht mehr erneuert werden. Ja, das ist dann halt so. Aber come on, ich vertraue da tatsächlich voll auf die treuen Retro-Communities und Emulatoren. Hobbyentwickler kümmern sich ja heute schon darum, dass alte Spiele in spielbarer Form erhalten bleiben. Und das werden sie auch weiterhin machen. Also, schiebt nicht immer so viel Panik. Die Welt dreht sich weiter. In dieser schnelllebigen digitalen Welt haben wir eine nahezu unendliche Spielebibliothek zur Hand, die nur einen Klick entfernt ist. Stell dir vor, jedes jemals erschaffene Spiel könntest du sofort und überall spielen. Ohne Wartezeiten, ohne verlorene oder zerkratzte Discs und kein Stauproblem im Regal. Das klingt momentan noch so nach really crazy Zukunft und so, aber es klingt auch nach dem, was PC-Gamer halt schon längst machen. Ob es uns gefällt oder nicht, die Zukunft des Gamings ist einfach digital. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass physische Spiele komplett verschwinden. Aber ihr Anteil wird wahrscheinlich immer kleiner werden und irgendwann so eine kleine nostalgische Liebhaber-Community bilden. Die Zukunft des Gamings ist hier und sie ist digital. Es wird Zeit, dass wir aufhören, uns davor zu fürchten und beginnen, uns auf sie zu freuen.